Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die VW-Krise und um die Vorstellung des Mercedes AMG CLA 45. Dazu habe ich noch ein paar weitere News für euch und einen Buchtipp. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die mir ein kleines Geldgeschenk in Form eines Superthanks haben zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Eigentlich wäre ein schwarzes Sakko heute angemessen gewesen. Bei VW hat gestern der Aufsichtsrat getagt, um die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Das hatte man ja bereits schon 2024 getan. Damals wollte man Werke schließen und alles Mögliche zusammenstreichen. Nach langen Verhandlungen blieb es dann beim Erhalt aller Werke. Dafür wurde ein rigider Sparplan beschlossen. Ne? Ein weiterer Kernpunkt war die Beschäftigungssicherung bis 2030. Zumindest als Perspektive für alle VW-Mitarbeiter, wenn auch nur für 6 Jahre ausgesprochen. Gestern dann, also gerade mal 2 Jahre später, verkündet der Aufsichtsrat um CEO Oliver Blume, dass man einen Plan habe, um VW nicht nur zukunftssicher zu machen, sondern den Konzern als eines der besten Unternehmen der Welt zu etablieren. Da fragt man sich als Außenstehender, für wen soll es das beste Unternehmen der Welt werden? Für die Aktionäre, für die Mitarbeiter oder gar für die Kunden? Ich halte für mich fest, dass ich nicht in einem Laden arbeiten möchte, in dem die Chefetage verschiedenen Medien mit wilden Ideen versorgt, diese aber öffentlich selbst nicht kommentieren möchte. So wurde vom Manager-Magazin und der Springerpresse bereits konkrete Zahlen genannt. 4 Werke sollen geschlossen werden, 120.000 Stellen wolle man abbauen. Dementiert wurde das bislang nicht, aber eben auch nicht offiziell kommuniziert. Das hört sich für mich nicht nach lösungsorientiertem Handeln an, um den Tanker wieder auf Kurs zu bringen, sondern eher nach der Eröffnung eines Spiels, in dem es um Macht geht. Es ist mir auch zuwider, die Konzernpressemitteilung zu zitieren, weil meine Stimme nicht diese wachsweiche Tonalität bekommen kann, um die dürftigen Fakten darin angemessen vorzutragen. Ich versuche es deshalb für euch zusammenzufassen. Die VW-Lenker sind nicht schuld. Es ist die Welt. Verständlich. Und deshalb erstellt man jetzt auch einen neuen Zukunftsplan. Ich frage mich allerdings, wenn noch die gleichen Personen schon den Plan von 2024 erarbeitet haben, kann man dann nicht auch von Versagen sprechen? Kann man an dieser Stelle nicht auch mal klare Konsequenzen fordern? Sicherlich verdient jeder eine zweite Chance, aber irgendwo muss doch die Bezahlung auch mit der Leistung harmonieren, oder nicht? Konkret schreibt man, dass die Modellpalette um 50% zu straffen sei. Bei VW, der Marke, stehen aktuell 18 Modelle zur Auswahl, wenn ich richtig gezählt habe. Bei der Audi sind es derzeit 16 Produktfamilien, Skoda listet 11 Modelle, Cupra kommt auf 6 und Seat bietet noch 3 Modelle an. Da kann man sicherlich ein wenig aufräumen, ohne dass der Kunde weint. Zumal mittlerweile fast jeder SUV noch ein Coupé-Derivat hat. Ne? Beim Reduzieren der Vielfalt sollen zudem die Ausstattungsoptionen um 75% reduziert werden. Damit hat man ja bereits angefangen und entsprechende Pakete geschnürt. Außerdem machen es die Asiaten seit Jahren vor. Dass man nicht jede einzelne Option konfigurieren muss und sinnvoll zusammengestellte Ausstattungslinien mit einem passenden Optionenmix gut funktionieren. Das beste Beispiel aus meiner Sicht, die Teamplayer-Ausstattung von Toyota. Auch nicht neu ist die Erkenntnis dieser Tage, dass die sogenannten Weltautos nur bedingt funktionieren und man sich künftig stärker auf die Anforderungen der westlichen, also unserer, und der östlichen, sprich chinesische Hemisphäre konzentrieren möchte. Dass man allerdings erst 2026 auf die Idee kommt, sich gegen äußere Umstände besser abzusichern, zeugt meiner bescheidenen Meinung nach nicht gerade vom Sachverstand der Altvorderen bei VW. Natürlich kommen jetzt auch noch der Betriebsrat, die IG Metall und das Land Niedersachsen hinzu, die darauf pochen, Arbeitsplätze zu erhalten und Standorte zu sichern. Das ist dann auch ihr Job. Also können wir uns darauf einstellen, dass dieses Thema die Schlagzeilen noch Wochen oder sogar Monate beherrschen wird. Die Hoffnung, dass man am Ende wirklich ein tragfähiges Konzept erarbeitet, schwindet zumindest bei mir inzwischen vollends. Ein paar vermutlich sehr polemische Fragen stelle ich mir allerdings. War das Verschieben der Produktion des Cupra Tavascans nach China wirklich aus Kapazitätsgründen notwendig oder nur ein erster lustiger Versuchsballon? Woran liegt es, dass die deutsche Software so schleppend entwickelt wird, sodass wir mittlerweile das Gefühl bekommen, wir könnten es nicht? Sind wir,
ganz generell als Deutsche einfach zu satt geworden oder aufgrund unserer Erfolge zu vorsichtig, um echte Innovationen auch einfach mal zu wagen? Und gilt für die deutschen Konzerne nicht genau das, was sie ständig von der Politik fordern, also Verschlankung des Wasserkopfes, mehr Verantwortung und Entscheidungsfreude sowie letztendlich auch eine vernünftige, funktionierende Digitalisierung? Und bedarf es, dem Zeitgeist und dem Wandel der Zeit geschuldet, nicht auch eine Anpassung der Gehälter bei den deutschen Autobauern, die und zwar über alle Hierarchieebenen hinweg? Es wäre für mich ein leichtes, heute die Kollegen in Wolfsburg mit viel Häme zu bedenken. Stattdessen bin ich eher erschrocken. So viel Gegenwind aus allen Richtungen und trotzdem ist für mich kein echter Kurs zu erkennen. Und damit steht Volkswagen ja leider nicht alleine da. Mit einem Blick nach Stuttgart steigt meine Laune auch nur bedingt. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Der neue CLA ist für mich persönlich eines der besten Produkte aus Sindelfingen in den letzten Jahren. Endlich hatte ich mal wieder das Gefühl, ach, wir können das noch. Dass mir das Design nur bedingt gefällt, ist dabei genauso unerheblich wie mein Unverständnis darüber, dass man das serienmäßige Glasdach nicht verschatten kann. Ja, beim Shooting Brake geht's ja. Jetzt feiert in Goodwood die Performance-Variante ihre Weltpremiere. Vor 10 Jahren wäre das ein richtig dickes Ding gewesen. Heute ließen sich gerade mal 2 deutschsprachige Videos zum CLA 45 auf YouTube finden. Und die Premiere in Goodwood hatte auch so gar nichts von das Beste oder nichts. Letztes Jahr gab es mit dem CLA ein großes Ereignis für Mercedes und jetzt kommt der AMG. Und zwar nicht nur einer. Limousine und auch Shooting Brake tragen die 3 sehr schnellen Buchstaben. Viel interessanter für mich, wie viele von euch, die wirklich AMG-Fahrer sind, im Verbrennerbereich fühlen sich dadurch getriggert, zum Elektroauto zu wechseln. 500 kW oder auch 680 PS, 3 Elektromotoren und somit Allradantrieb. In 3 Sekunden von 0 auf 100. Eine Höchstgeschwindigkeit von 250 bzw. sogar 270 km/h. Da freut sich doch jeder sportliche Fahrer. Dazu ein 94 Kilowattstunden Akku mit 800 Volt System für um die 650 Kilometer Reichweite bei einem Verbrauch von rund 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Im Gegenzug steht ein Leergewicht von fast 2400 Kilogramm. Leer, trocken, ihr wisst schon. Shishi gibt's auch. Fake, festhalten, Vierzylinder-Sound, 7 Fahrprogramme, aktive Aerodynamik und allerlei Spielereien für die Kollegen, die noch auf die Rennstrecke wollen. Das ist vielleicht nicht alles meins, aber ich freue mich trotzdem darüber und wundere mich umso mehr, warum man in Stuttgart versucht, dieses Produkt ansatzweise unter den Teppich zu kehren. Die Preise der AMG-Version wurden noch nicht kommuniziert. Für mich wäre das aber mal wieder an der Zeit gewesen, zu schauen, wie denn der normale CLA Shooting Brake aktuell im Leasing liegt. Beste Gelegenheit also, das Placement meines Partners Leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 beim Autoleasing, einzubauen, oder? Das Problem, Mercedes lässt wohl nicht zu, dass die Händler ihre Angebote dort einstellen. Könnte mit dem Agenturmodell zu tun haben. So findet man zwar ein paar Gebrauchtwagenangebote, aber nichts zum elektrischen CLA. Tja, dann machen wir heute keine Werbung. Denkst du? Ich will doch auch was essen, Mensch. Komm, wir schauen heute mal nach Fahrzeugen, die mehr als 500 PS haben. Für euch ist das der erste Link unter dem Video. Und wir wollen heute nicht kleckern, sondern klotzen. Deshalb sortieren wir das teuerste Angebot nach oben. Ferrari SF90, okay, gleich zweimal. Aston Martin, auch zweimal. Noch ein Ferrari, Porsche GT3 Clubsport. Ist ja fast ein Schnapper gegenüber dem Carrera 4 GTS. Na, aber ich würde dann wohl doch eher zum Turbo greifen. Drehen wir den Spieß einfach mal um, genug geträumt. Okay, das wäre jetzt eher meine Preisklasse. Ein Liebmotor C10 mit einer Leistung von 598 PS. Aber nur 5000 Kilometer im Jahr. Schauen wir mal auf die Detailseite. Mit 20.000 Kilometern kostet er dann 449 Euro im Monat. Bei einer Laufzeit von 4 Jahren. Schaut euch in Ruhe die Ausstattung, die Basisdaten und auch die Informationen zur Förderung an. Vergisst nicht ganz nach unten zu scrollen, um zu sehen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. Rechts oben könnt ihr dann die E-Förderung vielleicht noch anpassen
oder eben herausnehmen. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich ein Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut auch mal in die Deals. Ihr erreicht sie über den zweiten Link unter diesem Video. Vielleicht ist ja für euch etwas dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Und dann habe ich noch ein paar weitere News für euch. BMW hat seine Halbjahreszahlen bekannt gegeben. 1 Million Fahrzeuge hat man im ersten Halbjahr 2026 weltweit abgesetzt. Das entspricht einem Minus von 6,2%. In Europa hat man immerhin 1,5% zulegen können, in den USA gar 4,7%. Auf 10 BMW kommt ein M-Modell, allerdings hat man auch hier 6% weniger Fahrzeuge absetzen können. Mini hingegen wächst zum 6. Mal in Folge, dieses Mal um fast 12% mit einem Absatz von knapp 150.000 Einheiten. In München freut man sich über 100.000 Bestellungen eines iX3s und auch der i3, also der neue, wird wohl fleißig bestellt. Nicht alles Gold, aber dennoch glänzt unser Branchenprimus. BMW hat den neuen iX3 beim Euro NCAP Crashtest vorgestellt. Nicht ganz unerwartet gab es 5 Sterne, also die Höchstzahl. Wobei der NCAP Crashtest auch mal wieder seine Voraussetzungen nachgeschärft hat. Das ist immer ein wenig schwierig nachzuvollziehen, denn am Ende vergleichen wir als Verbraucher ja nur die Sterne und nicht das, was dahinter steckt. Audi zeigt den Nuvolari, also seinen limitierten Supersportwagen auf Lambo-Basis in Goodwood. Davon mal abgesehen, dass ich das Auto durchaus lässig finde, kommt mir Audi immer ratloser vor. Und der Nuvolari wirkt auf mich genauso falsch wie damals die von Mercedes ausgerufene Luxusstrategie. Von Skoda unlängst überholt auf dem deutschen Markt und den Arten von Cupra im Nacken, muss man sich in Ingolstadt die Sparpläne des Konzerns wohl noch einmal genauer ansehen. Kia stellt seinen kompakten Stromer EV4 oder EV4 jetzt in der GT Allrad Sportversion vor. 215 kW oder auch 292 PS Systemleistung bringt der elektrische Hatchback jetzt mit. Von 0 auf 100 geht es in 5,6 Sekunden. Richtig sportlich hingegen ist der Preis, der bei unverhandelten 58.000 Euro beginnt. Während BMW 1 Million Autos im ersten Halbjahr absetzt, exportieren die Chinesen allein im Juni 2026 erstmals über 1 Million Fahrzeuge. So zu lesen bei Car News China. Irre dabei ist vor allem die Entwicklung. 2023 waren es noch 5 Millionen pro Jahr, 2025 bereits 7 Millionen pro Jahr. Da weiß man gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Als Exportweltmeister haben sie uns und die Japaner natürlich längst auf die hinteren Plätze verwiesen. Porsche liefert im ersten Halbjahr 2026 16% weniger Fahrzeuge aus als im Vorjahr. Unter den wesentlichen Gründen wird das Produktionsende des 718, also Boxster und Cayman, mit Verbrennungsmotor genannt. Das Thema hatte ich neulich beziehungsweise gestern noch mit Jens. Wie kann man in einer Zeit, in der sich die Leute anfangen, einen letzten Verbrenner zu kaufen und wegzustellen oder zu konservieren, den Cayman wegen Cyber-Security-Umstellung einstellen? Selbst ich mit meinen bescheidenen Möglichkeiten hätte da noch zweimal nachgedacht. Okay, kaufen Sie jetzt halt alle einen M2. München dankt. Und dann noch eine Randnotiz eigentlich. Die Polizei in Dubai, uns eigentlich bekannt durch so außergewöhnliche Dienstfahrzeuge wie ein Lamborghini, ein Bugatti, ein Ferrari oder die Brabus G-Klasse, hat jüngst vermeldet, dass sie nunmehr den Denza B8 als Fahrzeug einsetzen wird. Denza, die Premium-Marke von BYD, nicht mal die Luxusmarke, wurde aufgrund der Nachhaltigkeit des Plug-in-Antriebsstrangs gewählt. Ich finde das sehr spannend. Sicherlich kann das eine sehr clevere Marketingkampagne sein. Wir hatten jüngst in unserer Auto-Nerd-WhatsApp-Gruppe eine Diskussion über die Chinesen. Die einen der Gruppe meinten, dass sich die chinesischen Hersteller schwer tun werden in Deutschland, weil sie eben keine Historie oder keine stringente Design- oder Produktsprache haben.
Ich bin der Meinung, dass das eine möglicherweise zu antiquierte Denkweise sein könnte und es vielen Menschen darum schon gar nicht mehr geht. Die einen wollen ein preiswertes Auto, die anderen ein sehr modernes. Und weil ich es so selten mache, wie seht ihr das da draußen? Werden unsere Werte in Bezug auf das Auto überdauern oder sind wir im Kopf nicht schnell genug und spielen Tradition und stringente Designsprache in der aktuellen Transformation nur noch eine untergeordnete Rolle? Ich freue mich auf eure Kommentare. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes, wie versprochen. Und zugegebenermaßen auch ein Hauch von Werbung. In der heutigen Zeit, in der es dir als Autoenthusiast schon ansatzweise den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn du dir ansiehst, was unsere Konzerne gerade so treiben, habe ich eine Buchempfehlung für euch. Die Branchenkenner Harald Hambrecht, ehemaliger Pressesprecher von Opel, und Thomas Sedran, ehemaliger Vorstand von VW Nutzfahrzeuge, haben ein Buch mit dem Titel Kraft statt Krise geschrieben. Ich habe mir das Buch gekauft, bin zwar erst auf Seite 58 angekommen, finde es jetzt schon sehr spannend. Wer sein Wissen also vertiefen möchte, sollte sich dieses Buch kaufen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen VW-Mitarbeiter, ein wenig fundierter in die Zukunft zu schauen. Ich kennzeichne das hier als Werbung, weil ich euch das Buch im Beschreibungstext als Affiliate-Link hinterlegt habe. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführenden Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen, verabschiede mich wie immer, bleibt gesund da draußen, tschüss bis dann, euer Jan.